Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen internationalen Kochvideo von mir. Heute zeige ich euch nach langer Zeit wieder ein marokkanisches Gericht, denn ich liebe die marokkanische Küche, weil sie in ihren Gerichten immer auf so exotische und köstliche Weise die herzhafte und die süße Note miteinander verbindet. Herzhafte, leckere Fleischgerichte wie dieses Hähnchengericht zum Beispiel werden meist mit süßen Früchten, wie hier in diesem Fall mit den Aprikosen, und mit Nüssen oder Samen kombiniert. Und eben diese außergewöhnliche Kombination führt dann zu diesem herrlichen, unvergleichlichen Geschmackserlebnis. Wir fangen damit an, eine gehackte Zwiebel hier in diesem gedämpften Bio-Bratöl anzubraten. Dieses Bratöl hat keine toxischen Eigenschaften, wie das herkömmliche Speiseöl hat, und ist eben um einiges günstiger als das gedämpfte Kokosöl. Ich werde euch dieses Bratöl unter dem Video verlinken, inshallah. Sobald die Zwiebeln anfangen braun zu werden, werden wir den Trester meines natürlichen Antibiotikums wieder hinzufügen. 2 bis 3 Esslöffel etwa, der passt super zu diesem Gericht, weil er unter anderem eben aus Knoblauch, Ingwer, Kurkuma, Meerrettich, Essig und Honig besteht. Sobald alles braun angebraten ist, werden wir schnell etwas von meinem destillierten Wasser hinzufügen, damit nichts anbrennt, das wieder verdampfen lassen und dann kommen die Gewürze hinzu. Himalaya-Salz, Kurkuma, frisch gestoßener Pfeffer. Das hier ist das Ras El Hanout. Das habe ich hier in Bioqualität vorliegen. Noch besser, wenn man das einfach selber malt. Dann wird es ein noch viel stärkeres Aroma bekommen. Und dann haben wir hier das sogenannte Kapselgewürz, was ich in diesem Fall selber gemahlen habe und was eben stark zu diesem leckeren Geschmackserlebnis beiträgt. Die Gewürze werden kurz mit angebraten, damit sie ihr Aroma entfalten. Und dann werden sie mit biopassierten Tomaten abgelöscht, also mit etwa 125 Gramm davon. Und dann habe ich noch einen Esslöffel von meiner roten Thai-Currypaste hinzugefügt. Zwar gehört die jetzt nicht unbedingt in ein marokkanisches Gericht, aber sie verleihen dem Gericht etwas Schärfe und haben trotzdem zu einem ganz, ganz leckeren, typisch marokkanischen Geschmackserlebnis geführt. Und dann kommt eben das Hähnchenfleisch hinzu. Das sind jetzt hier 2 Hähnchenschenkel, die jeweils in 3 Teile aufgeteilt wurden. Insgesamt etwa 6 Stücke. Ein wenig Wasser geben wir noch hinzu und dann kommen auch schon die Aprikosen dazu. Ich hatte hier jetzt ungeschwefelte Bio-Aprikosen hinzugegeben, die natürlich sehr viel gesünder sind, aber vom Optischen nichts hermachen, weshalb ich für die Dekoration am Ende dann doch geschwefelte Aprikosen verwendet habe. Dann wird alles gut hier vermischt, noch etwas von meinem destillierten Wasser hinzugefügt, also nicht viel. Wir brauchen für dieses Gericht nicht viel Flüssigkeit. Alles nochmal gut umgerührt und dann bleibt nur noch der Safran, den wir hinzugeben werden. Also geben hier eine Fingerspitze echten Safran hinzu, der auch sehr wichtig für das besondere Geschmackserlebnis dieses Gerichtes ist. Dann nochmal alles richtig gut miteinander vermischen, damit der Safran überall hinkommt, und dann werden wir das Gericht zudecken und auf kleiner Flamme so lange köcheln lassen, bis eben das Hähnchen komplett gar und richtig schön zart sein wird. Dann fiel mir ein, dass ich hier noch den Honig vergessen hatte. Der darf natürlich auch nicht fehlen, also einen Teelöffel Honig sollte man noch hinzugeben, alles gut vermischen und dann alles nochmal wieder weiter kochen lassen. Die Aprikosen, die hier mitgekocht werden, werden am Ende dann auch sehr schön weich sein, während sie dem Gericht eben zusammen mit dem Honig eine süßlich-saure Note verleihen. Sobald das Hähnchen dann fertig gekocht ist, fügen wir noch einen Becher vorgekochte Kichererbsen hinzu, einfach um das Gericht ein wenig zu strecken. Die kann man auch weglassen, wenn man das möchte. Und damit ist das Gericht auch schon fertig gekocht. Jetzt müssen nur noch die Mandeln kurz in etwas Butter angebraten werden, die wir dann für die Dekoration benötigen. Die werden hier jetzt in der Butter goldbraun angebraten. Ebenso hatte ich separat noch einige geschwefelte Aprikosen in Butter angebraten und sie mit etwas Wasser 10 Minuten köcheln lassen, damit sie auch ganz weich werden, denn die werden wir dann auch für die Dekoration verwenden. Hier sind jetzt die Mandeln schön braun angebraten, sind jetzt fertig. Wir geben sie auf einen Teller und damit können wir das Gericht jetzt auch schon anrichten, indem wir alles auf einem etwas größeren Teller gut verteilen. Diese Portion reicht für etwa 3 bis 4 bis 5 Personen, die dann zusammen um diesen großen Teller herum sitzen können und das Gericht zusammen mit türkischem Fladenbrot zum Beispiel essen können. Jetzt kommen noch die separat in Butter angebratenen und etwas Wasser gekochten geschwefelten Aprikosen zur Dekoration hinzu. Die machen eben vom Optischen einiges mehr her als die gesünderen ungeschwefelten Aprikosen. Und dann kommen jetzt noch diese goldbraun gerösteten köstlichen Mandeln hinzu zur Dekoration, damit es am Ende so richtig appetitlich aussieht, das Ganze, Mashallah.
und man dieses herrliche Gericht so zusammen mit türkischem Fladenbrot, also mit frischem türkischem Fladenbrot, seinen Gästen servieren kann. Etwas Petersilie noch zur Dekoration. Man könnte allerdings auch frischen Koriander verwenden, um das Ganze noch zu bestreuen. Das würde auch sehr gut passen und sehr schön aussehen. Das orientalische, schön aussehende Gericht wird aber noch um ein Vielfaches von diesem genialen, deliziösen 1001 Nacht Geschmack übertroffen. MashaAllah. Jetzt im Ramadan besonders wäre das ein tolles Gericht, was man seinen Gästen servieren könnte, weil dieses Hähnchen-Tagine wirklich etwas Besonderes ist. Ich kann euch also empfehlen, das Gericht genauso nachzumachen. Inshallah, ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei, gutes Gelingen, guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch, ein Abonnement, wenn ihr das noch nicht getan habt, sehr freuen. Und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.